Fanatec hat euch eine neue Möglichkeit bereitgestellt, um, ja, dieses Problem gab es bei einigen von euch oder gibt es bei einigen von euch, diese lauten Rütteleffekte der Wheelbase zu entschärfen. CSL Elite und CSL Elite Racing Wheelbase sind vorübergehend, also überwiegend davon betroffen. Und Fanatec hat hier ein neues Feature, das ihr dann übers Lenkrad direkt einstellen und konfigurieren könnt, eingepflegt quasi im neuen Treiber. Dieses Feature heißt, ich übersetze euch das mal kurz, FEI, Force Effect Intensity. Ihr findet das auf der Homepage, wenn ihr in diese Community Area reinklickt. Da hat das Fanatec bereitgestellt und auch erklärt. Ihr könnt da quasi diese Effekte irgendwie dämpfen. Das heißt, die kommen nicht zu heftig, damit rüttelt das auch nicht zu laut. Die Effekte bleiben anscheinend stark genug, aber kommen nicht zu hart, um diese blechernen Geräusche hier zu vermeiden. Ihr habt eine Range von 0 bis 10. Wir testen das jetzt durch. Ich zeige euch nochmal, wo ihr das downloaden könnt. Community-Bereich, da scrollt ihr ganz runter und ihr habt hier unten so einen ZIP-File, der neue Treiber 291. Den findet ihr bis dato nur hier in diesem Bereich und noch nicht auf der üblichen Homepage bei den entsprechenden Produkten. Also ladet euch den runter, installiert den und dann sehen wir weiter. Dann lasst uns das neue Driver Package quasi installieren, folgt dazu einfach den gewohnten Buttons. Ihr werdet anschließend zu einem Neustart des Systems quasi aufgefordert, dem gehen wir nach. Ich mache das schnell für euch. Nach der Treiber-Neuinstallation bekomme ich die Meldung quasi hier, dass die Firmware nicht mehr aktuell ist. Wir starten den Firmware-Updater, machen das gleich. Folgt den Anweisungen am Bildschirm, Click Connect-Button, anschließend Select Firmware V312 has been loaded successfully. Das heißt 297 haben wir bis dato drauf. Das heißt, hier gibt es jetzt die neue Version. Flash Firmware Button klicken. After Firmware Update is complete, the wheel will restart automatically. Das heißt, das Wheel wird neu starten und ihr müsst quasi euer Wheel neu kalibrieren bzw. referenzieren. Das werden wir jetzt gleich machen und erledigen. Machen wir das gleich live, dann seht ihr das auch mal vor Ort, wie das funktioniert. Ja, den Neustart, den seht ihr hier am besten, wenn ihr quasi dieses Kell-Symbol im Bildschirm sieht. Dann klickt hierzu quasi das Schraubenschlüsselsymbol, dreht das Wheel auf die Mittelstellung und dann Operate und X und ihr habt somit die Mittelstellung eures Wheels hier kalibriert. Jetzt seht ihr das mit dem Shifter. Ich springe noch mal kurz auf, zeige euch das nochmal. Im Shifter Quick Guide, da seid ihr da bestens vorbereitet, dies durchzuführen. 6N im Display bedeutet hier 6N Mittelstellung und dann folgt diesen Buttons, die ihr klicken müsst. Ihr müsst euch auf jeden Fall im Haarschaltungsmodus befinden, also auf dem 8er hier rechts unten beim Shifter auf Haarschaltungsmodus einstellen. Diese Buttons im Quick Guide sind noch auf das Formula-Lenkrad angepasst. Bei euch sind die Buttons folgende, und zwar dieser obige Tuning-Button, der ist bei euch dieser Schraubenschlüssel-Button auf dem CSL Elite Racing Wheel und dieser Start-Button, der ist bei euch dieser OP-Button. Das heißt, Mittelstellung, also quasi den Leerlauf und dann OP und Schraubenschlüssel-Button klicken. Gut, jetzt erscheint im Display 6R, das ist hier der Punkt Nummer 4, das ist dann quasi der Retourgang. Also Retourgang einlegen, Schraubenschlüssel OP, passt. Dann Nummer 1 und so arbeitet ihr euch alle Gänge, wie es euch das Display quasi befiehlt, durch.
6. Gang und 7. Gang. Nicht vergessen, nochmal nach unten drücken, rechte Schaltgasse, fertig. Dann ist euer Display quasi dunkel, das heißt im Prinzip, die Einrichtung ist abgeschlossen. Wir testen das jetzt nochmal kurz. Ich schalte die Wheelbase aus, starte die Wheelbase nochmal neu. Achtet bitte auf das Display, da sollte jetzt die Zahl nach 312 nach dem Referenzieren erscheinen, heißt dann Firmware 312 ist erfolgreich aufgespielt. Ja, ihr seht die Zahl 312, Firmware erfolgreich quasi geflasht, und an dem Umstand, dass sich das Lenkrad jetzt in Mittelstellung befindet, heißt, der bedeutet auch für euch, hier hat die Kalibrierung auch mit quasi der Mittelstellung des Lenkrads einwandfrei geklappt. Jetzt seid ihr wirklich ready to go, wir können loslegen. Checken jetzt gleich das neue Feature. Ihr habt hier diesen Schraubenschlüssel-Button und euer Steuerkreuz. Wir klicken mal die Menüpunkte durch. Ja, super. Und zwar euch fällt auf, ihr habt hier diese S1, das heißt ihr kennt das ihr könnt diese verschiedene Profile belegen. Ich habe euch das mal in einem Video erklärt, wie das funktioniert, was ihr da alles machen könnt. Und in diesem habt ihr diese gewohnten Einstellungen von Force Feedback, ABS, Drift, Force, Spring, Damper, Braking Force, und jetzt habt ihr diesen neuen FEI-Button. Dieser FEI, also dieses FEI-Menü bedeutet, ihr könnt hier von 0 bis 10 einstellen. Fanatec schreibt hier in der Community Section, dass es Default auf 0, wie ich das euch jetzt gezeigt habe, eingestellt ist. Das heißt, ihr habt hier die Rütteleffekte, wie ihr sie vorher bis dato immer gehabt habt. Wir testen das jetzt nochmal durch. Das heißt, bei 0,0 müsste alles so gewesen sein, wie es immer war. Ich gehe jetzt mal hier auf meinen Bildschirm drüben, verlasse das Flashing-Menü, starte den Fanatec-Treiber nochmal. Nicht vergessen hier, vergesst nicht bitte auf den PC-Mode umzuschalten. Rotes Lämpchen, weil ich bin jetzt über den PC unterwegs und nicht über die Playsee. Geht hier auf die Eigenschaften und wir machen jetzt einmal diesen Force-Feedback-Test, also maximales Rütteln, hören uns das an, wie laut das ist. Gut, ihr hört, das ist leicht blechern, das ist wie besprochen bei der CSW V2 etwas gedämpfter. Ich drehe jetzt einfach mal dieses FEI-Menü hier auf 10, mache den Test noch einmal. Okay, ihr seht hier, ihr hört hier einen eindeutigen Unterschied, das höre ich hier jetzt schon extrem, bitte hört noch mal rein. Default auf 0, so wie das ursprünglich war mit dem alten Treiber. Okay. Jetzt, ihr könnt das dann quasi in 10 Stufen nach oben schrauben. Ich gehe gleich auf die maximale Stufe dieses neuen Menüs quasi, teste nochmal. Ja, das ist hier verglichen mit dem Ursprungszustand sozusagen so gut wie lautlos. Also das ist jetzt leiser als bei meiner CSW V2. Ich muss da schauen, ob es dieses Menü, diesen Button auch gibt. Und ich gehe jetzt dann auf die Strecke direkt, um das zu testen, wie sich das auch anhört. Also ich schnappe mir jetzt in ein Auto, drehe mal eine Runde und kann dann wie ihr wisst, on the fly das hier verstellen. Das heißt, ich stelle in meine Menüs diese Button, diese Curb-Effekte und Rütteleffekte auf 100% ein und ändere hier dann direkt am Lenkrad diese Einstellung von 0 bis 10. Wir sehen uns dann zurück auf der Strecke. Das hier war schon sehr vielversprechend. Ich melde mich gleich in Kürze. Bis später. So, zurück jetzt hier in meinem Rennsport-Cockpit. Wir werden gleich Assetto anschmeißen und hier testen, wie es ausschaut. Wieder direkt live und ungeschnitten sozusagen. Ich gehe jetzt in meine Optionen rein und nehme, ihr kennt das von meinem Assetto und Project Cars Settings Video, das ich euch vor ein paar Wochen oder Monaten hochgeladen habe. Ich habe hier immer im fortgeschrittenen Bereich diese Curb-Effekte, Straßeneffekte und Rutscheffekte auf 30% runtergesetzt. Mir war auch die Lautstärke der Wheelbase teilweise zu laut oder mich haben diese Effekte auch gestört. Ich setze das jetzt hier mal, ich sehe hier gerade, das geht sogar hoch bis 150%, ja, nehmen wir mal 100%. Übertreiben wir mal nicht, nehmen wir 100% hier an und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Diesbezüglich teste ich euch mit euch, was nehmen wir hier, schnell irgendein Standardfahrzeug, ganz egal.
GT2, wir wählen eine Strecke, ja, lassen wir Plains Hedge on, Gegner und so interessieren uns jetzt nicht, springen wir gleich rein in irgendein Rennen und testen dieses Setup. Ihr seht hier auf meinem Display des Lenkrades, ihr seht das jetzt besser als ich habe die Rift drauf, ich muss die zu diesem Zwecke hochklappen, ein kleiner Nachteil natürlich des Virtual Racings. Ja, FEI im Display, das heißt ich habe diesen neuen Menüpunkt schon angewählt und bin hier auf, ich check das jetzt nochmal, auf 00. Das heißt, das sind die Default Settings, die ihr auch so habt oder gehabt habt mit den vorherigen Treiber. Das heißt, wir starten mal mit Default und hören einfach mal rein, wie laut unser Force Feedback rumkommt. Lasst uns jetzt ins Rennen reinstarten. Ich habe jetzt, ihr seht das hier in meinem Display, diesen nach Braking Forces kommt dieses neue F-Force Effects Intensity oder wie Fanatec dieses neue Feature nennt. Ich habe jetzt diesen Wert auf 000. Das ist quasi der Default-Wert, so wie ihr das auch von den vorherigen Treibern kennt, quasi wie man ihn jetzt nicht geändert hättet. Wir starten mit diesem Setup mal los und hört einmal auf meine Wheelbase, hört einfach mal rein. Ein BMW M3 GT2 ohne ABS, da müsste ich dieses Rütteln auf 100% schon relativ deutlich hören oder beim Beschleunigen. Ja, ihr könnt die Wheelbase hier wirklich sehr gut vernehmen. Ich mache hier mal absichtlich ein paar Ausritte oder lasse die Bremsen mal blockieren. Ja, und dieses Rütteln auf 100%, ich bin nachher noch gar nicht auf 150%, das könnt ihr natürlich laut und deutlich vernehmen. Ich muss sagen, bei der CSL Elite Racing Wheelbase, die ich hier jetzt eben im Einsatz habe, ist es ein bisschen gedämpfter noch als auf der ursprünglichen CSL Elite, so kommt mir das zumindest vor. Aber ihr seht, das ist natürlich gut hörbar und stört einige von euch. Ja, und wir werden jetzt einfach mal checken, wie sich diese Einstellung direkt übers Wheel on the Fly bemerkbar macht. Das heißt, wir setzen diesen Wert gleich auf Maximum, Wert 10 quasi hoch und hören nochmal rein. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe hier auch noch etwas Spielesound auf den Ohren, den habe ich zwar schon reduziert, aber ich höre hier vom Vibrieren gar nichts mehr. Von diesen quasi Rütteleffekten, die hier diese Curbs, Rutscheffekte und so weiter simulieren sollen, auch beim Bremsen. Ihr werdet das hier wahrscheinlich über meine GoPro Cam auch kaum mehr wahrnehmen können. Jetzt muss ich nur beurteilen, ob jetzt diese Effekte durch diese Einstellung natürlich gedämpft werden oder leichter, nur mehr spürbar oder merkbar sind oder nicht. Ich nehme hier mal ein paar Curbs mit. Ja, ihr spürt schon, wenn ihr über die Curbs drüber fährt, das ist auf klarerweise spürbar, oder hier die Bremsen blockieren lässt. Wenn ich jetzt diesen Wert wieder runternehme, auf 0, auf Default quasi, sind die Effekte natürlich deutlich hörbar, ihr spürt diese aber auch zugegebenermaßen noch stärker. Also ich weiß nicht, hier gilt es vermutlich einen Mittelweg jetzt zu finden. Hier auf der Geraden hört es relativ deutlich. Ich nehme jetzt einmal den Wert 5 an, hier genau in die Mitte. Der Wert fühlt sich jetzt als guter Kompromiss zwischen Lautstärke und immer noch guter Intensität an. Ich klappe mal meine Oculus-Kopfhörer beiseite, um das besser nachvollziehen zu können. Ja, hörbar auf jeden Fall noch. Hier auch beim Ausritt. Aber etwas gedämpfter. Wenn ihr das jetzt hier nochmal vergleicht mit diesen ursprünglichen Settings, hier auf 0,
wird es schon deutlich ruhiger. Es wird auf jeden Fall gedämpft. Die Stärke der Rütteleffekte werden etwas zurückgenommen. So viel muss man natürlich festhalten. Das heißt, wenn ihr hier mit dem maximalen Wert von 10 unterwegs seid, könnt ihr diese Rütteleffekte nicht mehr so stark wahrnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie der optimale Kompromiss hier für euch, für eure Lautstärke, für eure Nachbarn eventuell lautet. Testet auf jeden Fall dieses Feature und es ist natürlich hier genial, wie immer, dass ihr hier nicht aus dem Spiel raus müsst. Ihr könnt euch wirklich on the fly eine beliebige Stufe anwählen und habt diese in Sekundenschnelle zur Verfügung. Kurzes Fazit zu unserem kleinen How-To. Ich habe euch gezeigt, wie man eben jetzt so eine Firmware zum Beispiel flasht, wie das funktioniert, die Mittelstellung des Lenkrads kalibriert. Wenn ihr einen Shifter habt, wie ihr quasi diese Gänge entsprechend kalibrieren müsst. Ihr habt gesehen, das geht binnen 1-2 Minuten, dann ist das relativ schnell erledigt. Hauptgrund dieses Kurzvideos war jetzt dieses neue Feature FEI von Fanatec, Force Effect Intensity. Hierzu müsste ich noch einige mehr Testrunden drehen, um quasi ein Fazit ziehen zu können. Ich kann euch nur sagen, einen Vorteil bringt dieses Feature auf alle Fälle mit sich. Und zwar, das ist der Vorteil, dass ihr hier on the fly eben diese Werte von 0 bis 10, also 0 Default, so wie ihr das ursprünglich kennt, bis 10 bis zur stärkeren Dämpfung quasi on the fly einstellen könnt am Track nach eurem Belieben. Da geht es meistens um euer Gehör. Viele von euch haben diese blechernen Geräusche als störend empfunden und das könnt ihr on the fly ändern. Ihr kennt das von meinem eben damaligen Video, Project Cars Assetto Settings. Ich war immer auf so 30-40% mit diesen Effekten unterwegs und hatte dieses Problem jetzt so nicht. Ich kann euch nur eins sagen, dieses neue Feature FEI bringt auf alle Fälle eines mit sich, ja, ihr bekommt das on the fly leiser, nur werden die Effekte entsprechend auch gedämpft. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ob ihr hier quasi dann denselben Effekt wie ich erziele, wie das ursprünglich war und nur halt eben auf 30% zurückgenommen habe, oder ob ihr hier diese Effekte dann doch deutlich stärker noch rausfühlen könnt, obwohl sie jetzt geräuschmäßig deutlich gedämpfter sind. Vielleicht postet ihr in der Kommentarfunktion rein, wie es euch damit ergangen ist. Ihr habt vielleicht hierbei mehr Erfahrungen als ich, der hier immer etwas mit reduzierten Settings gefahren ist. Ja, aber auf jeden Fall nutzt dieses neue Feature, macht hierzu diesen neuen Treiber 291 drauf und dann habt ihr das on the fly verfügbar. Auf jeden Fall eine gute Sache, dieses Problem anzugehen. Haltet mich am Laufenden, ich bleibe weiter dran, verbleibe mit besten Grüßen und subscribt, Daumen hoch, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mit besten Grüßen, euer Ron.